Hey, Ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Tanky, ich glaube, Tanky hat die Startseite geändert. Ist das ein neues Event? Okay. Wir können hier ein neues Spiel auswählen. Oh. Und einen Startpanzer auswählen. Sehr faszinierend. Ich glaube, ich lade nochmal die Seite neu, da kann nur was nicht stimmen. Puh, guckt euch mal diesen Starterpanzer an, den ich mir ausgewählt habe. Nein, also ihr wisst, ihr wisst ja, mein Internet ist so ein bisschen instabil und da kann es natürlich schon mal vorkommen, dass da Daten nicht komplett übertragen werden und ja, dann ist auf einmal irgendwie die Webseite komisch. Ne? Wir lassen das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Na gut, ein anderes Thema. Ich bin in letzter Zeit auf der Suche gewesen nach einer neuen Gaming-Maus und das Problem ist, die muss natürlich für Linkshänder geeignet sein, weil ich halt nun mal Linkshänder bin. Ja, und da war jetzt meine Hoffnung, dass irgendeiner von euch, ja, von euch gesegneten Leuten, die ihr das hier seht, vielleicht ist ja einer von euch Linkshänder und war auch vor kurzem oder vor 1-2 Jahren mal auf der Suche nach einer Maus für Linkshänder und hat mit irgendeiner dann hoffentlich gute Erfahrungen gesammelt und kann sagen, ja, die liegt gut in der Hand, die ist super und mir da weiterhelfen. Weil ich habe halt bei den, sage ich mal, bekannten Marken mal geschaut und ja, bin da jetzt nicht so fündig geworden. Die coolen, tollen Modelle, ja, die gibt es sowieso natürlich nur für Rechtshänder. Das ist ja wohl klar. Ja? Das ist wirklich, das ist echt ein Krampf. Ne? Eine coole Maus zu finden mit schöner Beleuchtung für Linkshänder. Manchmal hast du Glück und die Mäuse sind symmetrisch, ne? Dass die halt nicht diese Krümmung haben auf der einen Seite, damit sie halt besser in der rechten Hand sitzen, sondern die sind symmetrisch. Das ist so gefühlt das Einzige, was man nutzen kann. Es gibt auch Mäuse, die sind explizit für Linkshänder, aber die brauche ich dann teilweise nicht, weil sie halt einfach zu viele Knöpfe haben oder so oder dann auch einfach viel zu teuer sind. Ich möchte dafür nicht 200 € aufwärts ausgeben. Und ja, das macht halt einfach die Suche so ein bisschen nervig. Ja, aber vielleicht weiß ja einer von euch, was gut ist, weil er damit halt Erfahrung gesammelt hat. Ich dachte, ich probiere mal mein Glück. Okay. Ich bin einfach über das gesamte Minenfeld hier gehüpft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich dachte, ich probiere mal mein Glück. Vielleicht kann mir einer von euch da helfen, weil er das gleiche Problem hat. Ne? Aber ja, ich habe ja nicht mal hohe Ansprüche. Ein paar Tasten an der Seite wären schon ganz cool, weil halt so Funktionen wie Musik leiser machen, lauter machen über die Maus oder Musik stoppen, wieder abspielen und so weiter und so fort. Solche Sachen, das ist natürlich ganz praktisch. Das wäre cool. Außerdem muss die einfach leuchten. Ja, die braucht einfach RGB. Da kommen wir nicht drum rum. Ja? Das muss einfach so sein. Ja, aber wie gesagt, ich habe natürlich auch mein Modell nochmal rausgesucht und ja, das ist nicht so teuer, aber eigentlich dachte ich mir, naja, vielleicht kann man mal was anderes ausprobieren. Die Marke ist mir da egal, aber ja. Gut, das jedenfalls dazu. Ne? Ich bin da auf der Suche und ich bin dankbar über alle Hinweise, die es so gibt. Ne? Gut, ja, das dazu. Man sieht dieser Maus das Alter an und ich dachte, man kann sie vielleicht mal langsam in den Ruhestand schicken. Ja. Gut, die hat auch so Gummi, so Gummi, nicht Polsterung, aber halt an der Seite, so gummierte Flächen. Ja, sagt man das so? Gummiert? Also so Gummiflächen? Naja, ist ja auch egal. Und ja, dieses Gummi über die Jahre, ne, das ist halt einfach so abgekratzt oder, wisst ihr, was ich meine? Das wird halt immer weniger und sieht halt einfach nicht mehr schön aus. Ja, sieht einfach nicht mehr schön aus. Die funktioniert zwar noch, aber ich muss sie nicht bis zum letzten Tag benutzen. Ja? Gut, das wollte ich einfach nur mal an dieser Stelle erwähnen. Und ja, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Ne? Ansonsten suche ich weiter. Aber es ist wirklich schade. Es gibt so viele coole Mäuse, die optisch geil aussehen und die haben irgendwelche Datenblätter, weißt du, die gehen über 5 Seiten geführt mit coolen, tollen Funktionen, die diese Mäuse haben und so weiter und so fort und wie geil die sind und. Ja, und die kann ich alle nicht nutzen. Ja, die kann ich alle nicht nutzen, weil sie halt einfach schlecht in der Hand liegen, weil sie halt einfach für Rechtshänder gemacht sind. Ja. Das ist ein riesen Problem. Gut, wollte ich nur einfach mal an dieser Stelle erwähnt haben. Okidoki. Ja, vielen Dank schon mal im Voraus, ne?
Ich hatte, wirklich, das nächste Mal, ne, ich sag's euch, das nächste Mal muss ich mir einfach einen Zettel machen, wo ich das, was ich sagen will, mir aufschreibe. Ansonsten vergesse ich das. Ich hatte für heute eigentlich ein Thema rausgesucht. So Leute, ich habe überlegt, über was ich heute reden will und mir ist es jetzt endlich eingefallen. Ich habe auch einen wunderschönen leckeren Tee, ich kann euch aber nicht sagen, was da genau drin ist. Diese Informationen, die liefere ich euch sehr gerne im nächsten Video, wenn ihr das wollt. Aber ist lecker. Jedenfalls, das, über was ich reden wollte, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Eine Uhr, die kürzlich die Medien und die Massen im Sturm erobert hat. Eine sogenannte, wenn man es provokativ ausdrücken möchte, eine Plastikuhr, für die die Leute bereit sind, tagelang vor den Läden zu kampieren, nur um eins dieser begehrten Exemplare zu bekommen. Und ja, ich weiß natürlich, das ist nicht eine 100%ige Plastikuhr, ja, da ist Keramik und so weiter mit verbaut, bla bla bla. Darum geht es mir jetzt nicht, ja, um den Begriff. Aber wisst ihr, was meine innerste Hoffnung ist, mein Traum, den ich habe, dass alle, na gut, nicht alle, aber dass viele Leute, die kampiert haben, tagelang, nicht weil sie die Uhr schön finden, nicht weil sie die Uhr vielleicht tragen wollen, um den Hals gebunden, ja, sondern einfach nur, um sie direkt, am besten noch im Laden Fotos davon machen, zack, und dann online stellen, um sie dann für den 10-fachen Preis zu verkaufen. Ich hoffe so sehr, dass diese Leute diese Uhr nicht verkauft kriegen und einfach, dass diese Uhr bei ihnen zu Hause einfach nur rumsteht und nichts damit passiert. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe so sehr, dass sich genügend Leute die Finger daran verbrennen, weil sie diese Uhr einfach nur weiterverkaufen wollen. Ich hoffe es so sehr. Gut. Weil ich habe auch überlegt, ich habe überlegt gehabt, vielleicht am ersten Tag auch mal an einem Laden vorbeizugehen, um zu schauen, wie dort die Massen so sind, ob es da viele gibt, die gerade anstehen, ob man sich die anschauen kann. Aber ich dachte, ach komm, lass es, ja, ist ja egal. Schaust du dir die irgendwann an, wenn du Bock hast. Die wird ja jetzt nicht in einer Woche komplett ausverkauft sein und dann wird es nie wieder etwas davon geben. Und genau so ist es halt, ne? Genau so ist es halt. Also, ich habe Geduld, ja. Ich habe Geduld und ich kann mir noch immer jetzt wochenlang den Kopf darüber zerbrechen, welche ich davon will, ob ich eine davon will. Wenn, dann würde ich sie tragen, ja, ganz klar. Also ich kaufe mir jetzt keine Uhr, um sie halt einfach nur dann halt bei mir vergammeln zu lassen, auch wenn ich ein paar habe, die ich dann doch ein bisschen weniger trage, als ich habe eine Uhr, ne, die liebe ich so sehr. Ich finde die so schön und es ist eine wundervolle Uhr, ja. Ich trage sie gerne im Sommer. Sie passt auch sehr gut zu Weihnachten, weil sie halt einfach ein wunderschönes rotes Ziffernblatt hat. Es ist herrlich, ja. Es ist so schön. Er hat eine wundervolle Größe. Ach, ein Traum, diese Uhr. Ein Traum, sage ich euch. Und als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, boah, die muss ich mir holen. Und dann bin ich zum Juwelier gegangen. Zum Uhrenhändler meines Vertrauens, weil es da auch Rabatte gab und habe mir da diese Uhr in einem wunderschönen Ambiente dann anschauen können, bezahlen können. Nee, wobei, ich habe sie schon vorher bezahlt. Es war nur noch anprobieren und so weiter und so fort und ans Handgelenk anpassen und so. Aber auch herrlich, herrlich, herrlich. Ja? Ich finde diese Uhr wundervoll. Ne? Also das ist ein Ding, wo ich wahrscheinlich sagen würde, das würde ich nicht verkaufen. Okay, wenn mir jemand den 10-fachen Preis dafür anbieten würde, dann würde ich überlegen, dann kaufe ich mir die einfach nochmal nach, ja. Aber ich meine jetzt so allgemein, würde ich sagen, die wird wahrscheinlich nicht mehr den Besitzer wechseln, ja. Weil, ich finde sie einfach geil. Gut, okay, keine Ahnung, wie es in 20 Jahren ist, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich diese Uhr auch in 20 Jahren noch toll finde. Ja gut, ist ja auch egal. Aber jedenfalls, ich habe ja auch noch andere. Und kommen wir nochmal zu der Plastikuhr zurück. Ja? Plastikuhr mit Keramik. Und es gab ja schon andere Kollaborationen in der Vergangenheit. Und davon habe ich mir halt auch damals eine gesichert. Also nicht zu der Hype-Phase, wo auch wieder Riesenschlangen da waren, sondern wo man halt dann einfach in den Laden gehen konnte, gesagt hat, ja, kann ich die anprobieren? Ja, okay. Und dann kann man die auch direkt kaufen, ohne überrannt zu werden, wisst ihr? Und die habe ich auch sehr gerne letztes Jahr getragen. Habe mir da jetzt auch kürzlich ein anderes Armband dafür bestellt, was dann hoffentlich heute ankommt, damit ich sie auch weiterhin guten Gewissens tragen kann, weil das Originalarmband, ja, das ist so mit Klettverschluss, wirkt so ein bisschen kindlich. Ich meine mal, ist jetzt nicht so wild, also sieht jetzt nicht brutal kindlich aus, aber
der Look ist halt dann doch schon mal was anderes, ne? Und ja, aber ich bin mit der Uhr auch gerne draußen gewesen. War das letzten Sommer? Müsste letzten Sommer gewesen sein. Jedenfalls dann mit der Familie essen gewesen. Und am Nebentisch haben sich dann auch so Leute über Uhren unterhalten und alles Mögliche. Und das war witzig mit anzuhören. Und dann, da diese Plastikuhr und bla bla bla. Und ja, voll blöd und so. Und wie kann man sowas tragen und so weiter. Und an diesem Tag, ne, ich sag's euch, an diesem Tag habe ich überlegt gehabt, ziehe ich die an oder nicht, ja? Aber ich dachte, nee, komm, eine andere. Ja, ich ziehe heute eine andere an. Aber ja schon lustig geworden. So, ja, guckt euch mal den Vogel da hinten an. Hat da wie viel, weiß ich nicht, 300 irgendwas hat sie gekostet. Hat da 300 € für eine Plastikuhr geblecht, ne? Ist voll auf die Werbung reingefallen. Konsumopfer. So. Ja, das wäre schon lustig gewesen. Nee, aber ich habe sie gerne getragen. Aber ja, gut, ne, was willst du machen? Wenn du halt ein paar hast, du kannst ja nicht alle am Handgelenk tragen. Habe einige aber trotzdem, die ich sehr, sehr schön finde. Aber es gibt auch wirklich limitierte Editionen. Da finde ich das schon schade, dass ich da dann zu spät davon erfahren habe oder das Ding halt einfach wirklich zack direkt vergriffen war. Aber ich bin da echt nicht bereit, ne, diesen Leuten da halt Geld hinterher zu werfen, nur damit ich die von irgendeiner Privatperson für den 5-fachen Preis kriege. Das ist es mir nicht wert. Na, also dann sage ich, okay, habe ich halt Pech gehabt, was soll's, ja. Auch andere Uhren haben schöne Töchter, ne? Also, insofern, das ist mir egal, ja. Ist ein bisschen schade, aber am Ende sage ich mir, ich habe eine wundervolle Uhr, ja, die ich für nichts eintauschen könnte. Achso, genau. Kommen wir mal zurück zum Stammtisch. Also jedenfalls an dem Tisch dann daneben über Uhren geredet und bla 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 und so. Der war richtig Feuer und Flamme für dieses Thema. Hätte ich mich bestimmt gut mit ihm unterhalten können. Auch wenn ich keine Plastikuhr am Arm getragen habe. Und ich habe mir diese Uhr hier gegönnt und so weiter. Da habe ich richtig hart dafür gearbeitet und bla bla bla. Und das ist eine Uhr, die verkaufe ich nie. Und die werde ich dann meinen Kindern vererben und die werden die Uhr auch ihr Leben lang tragen. Und so weiter. Also der war am Schwärmen, sage ich euch. Das war nicht mehr normal. Ah, okay, gut. Ja, war ganz nett. Aber der hat da wirklich auch in so einer Lautstärke geredet, ne? Da hast du dich gefühlt, als wärst du mittendrin in der Konversation. Also der war da in seinem Thema richtig gefangen. War ganz lustig. Oh. Aber ich verstehe es halt auch nicht, ne? Also, ich meine mal, es ist ja jetzt nicht nur dieses Thema. Es gibt halt auch andere Sachen, wo die Leute komplett steil gehen. Wisst ihr, kennt ihr noch die Bilder aus Berlin, wo die alle um das Einkaufscenter sich da gesammelt haben und auch wieder 18 Stunden für Plüschfiguren standen? Weil ich auch so denkst, so. Also das hab ich überhaupt nicht verstanden. Weil die Dinger gab es ja doch schon lange zuvor im Internet. Also die konntest du doch locker, also das war ja jetzt nicht so, als wäre das die Weltneuheit gewesen. Jeder, der gewollt hätte, der konnte sich die Dinger doch einfach im Internet kaufen. Nicht von Privatpersonen, sondern wirklich, also einfach so kaufen, zum Originalpreis, Punkt. Das war's. Ne? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum da die Leute auf einmal den ganzen Tag da rumstehen, nur um sich dann halt solche Figuren zu gönnen. Ja, keine Ahnung. Aber danach ist es ja relativ schnell abgeflacht, ne? Also da war ich auch mal so im Laden drin, wollte mal gucken, was es da so gibt. So. Und da war recht wenig los. Also ich weiß nicht, ob ich einen, sag ich mal, schlechten Tag ausgewählt habe, aber da war eigentlich so gut wie gar nichts los. Ne? War nicht interessant. Aber gut, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Es wäre es mir echt nicht wert, mehrere Tage mich dahin zu stellen und dann vielleicht eine zu bekommen. Ja? Vielleicht. Vielleicht macht der Laden auch zu, weil die sich sagen, boah, nee, darauf haben wir echt keinen Bock. Ne? Dann, habe ich umsonst gewartet. Naja, gut, soll ja jeder selber wissen, was er mit seiner Zeit macht, aber was da wieder für Videos kursierten, meine Güte. Am Ende, also ich gebe jetzt einfach mal eine Prognose ab, ja. Ich würde sagen, diese Szenen hätte es nicht gegeben, wenn es Leute gewesen wären, die sich angestellt hätten, weil sie die Uhr wirklich schön finden und auch getragen hätten. Ne? Ich glaube, das eskaliert dann eher, wenn halt man vielleicht sieht, denkt,
oder ja, erwartet, dass man auf einmal mit leeren Händen dasteht, nicht weil man die Uhr so schön gefunden hat, sondern weil man halt die Chance verpasst hat, das Ding halt für ein Vielfaches des Originalpreises verkaufen zu können. Ne? Da sieht man schon, dass das Geld, was man hätte bekommen können, ja, das sieht man so durch seine eigenen Hände rinnen und dann ist es weg. Und dann hat man Angst und dann, eskaliert man komplett, würde ich mal sagen. Ja? Ich meine, es gab ja auch schon in der Vergangenheit genug irgendwelche neuen Produkte, was auch immer, oder halt irgendwelche Spielererweiterungen und sonstige Sachen, wo die Leute halt auch davor kampiert haben. Ne, aber ich mich so daran erinnere, also das war eigentlich alles ganz normal. Also so, ne, die haben halt einfach eine gute Zeit miteinander verbracht und als der Laden dann halt aufgemacht hat, sind sie dann glücklich reingegangen und haben sich halt ihre Sachen da geholt und sind dann glücklich rausgekommen. Aber bei den Szenen, die ich so gesehen habe, was das jetzt angeht, Junge. Da muss man schon von Glück reden, dass man dann nicht eine Stunde später im Krankenhaus liegt. Na gut, egal. Wenn ihr davon sowieso nichts mitbekommen habt, dann quatsche ich hier wahrscheinlich gerade für irgendwas und ihr denkt euch, was willst du überhaupt? Ja, aber wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr genau, was ich meine. Ja, gut, aber wie gesagt, ich überlege mir das noch die eine oder andere Woche. Ich würde es auch eigentlich nur tragen, wenn es dann tatsächlich Armbänder dazu gibt. Auch da wieder erstaunlich, ne? Wie schnell auf einmal diese ganzen Shops hochgezogen werden, die dann vermeintlich solche Armbänder verkaufen. Natürlich ganze Werbung dafür KI generiert und so weiter und so fort. Das sieht man ja dann auch. Aber ich finde es auch erstaunlich, also auf den ersten Blick, also wenn du einfach nur so dir das anguckst, denkst du, oh krass, also das Ding ist gerade rausgekommen und die haben jetzt schon fertige Produkte, ja, also so Armbänder und alles Mögliche. Und dann, wenn du halt dann genauer hinguckst, dann siehst du, okay, also, ja, dann siehst du halt, dass es alles KI generiert ist, aber so auf den ersten Blick denkst du dir, okay, wow, das ist erstaunlich. Also muss ich sagen, die KI-Videos werden immer besser. Und aber es fällt dann halt auf, wenn du dir das dann mal genauer anguckst, dann stimmt wieder alles vorne und hinten nicht. Aber so auf den ersten Blick, also wenn dir das jemand aus der Entfernung zeigt, dann denkst du, okay, krass, wo kann ich bestellen, so gesehen, ne? Ja, aber gut, sei es noch. Aber ich fand das, dieses ganze Drumherum, ich fand das so erstaunlich. Ja, schon spannend. Habe ich mir gerne angeguckt, ja, so dieses alles, was damit auf einmal dann zusammenhing und wie die Leute sich da verhalten haben. Wirklich faszinierend. Gut, ja, das war eigentlich das, was ich eigentlich so hauptsächlich sagen wollte. Weiß nicht, Uhren ist halt so, ja, keine Ahnung. Damals, also gut, ich meine immer, ich schaue mir sowas gerne an, wenn die schön sind und so und denke, oh ja, das ist ja auch schon erstaunlich, finde ich, ja, wie viel Technik, wie viele Teile und wie viel Ideen und Kreativität du reinbringen musst, ja, damit halt so etwas funktioniert auf so kleinem Raum. Ne? Und auch die Materialien und alles Mögliche und wie das verarbeitet. Da ist ja so viel, ne, was halt einfach gemacht wird, nur damit halt so eine kleine Uhr am Ende entsteht. Ich finde das schon faszinierend. Ohne jetzt halt irgendwie ins Technische dann zu gehen, darauf habe ich keine Lust, ne? Irgendwelche Referenznummern mir auswendig zu lernen und sowas, das macht doch keinen Spaß. Ja, ich gucke mir das gerne an, denke, oh ja, das ist schön, ist so cool. Ach so, da musste jemand das alles von Hand machen oder, keine Ahnung, du musst halt 10 Jahre schon im Vorfeld gearbeitet haben, um halt an diesem Exemplar mitarbeiten zu dürfen oder so. Ja, es ist alles schön. Diese ganze Geschichte finde ich halt schöner als halt irgendwie, oh ja, da haben wir jetzt 130 Teile verbaut oder da haben wir 2000 Teile. Ich denke mir jetzt einfach irgendwelche Zahlen aus, ne, um halt einfach das Ganze zu symbolisieren und ja, ein bisschen zu übertreiben. Aber wisst ihr, und da schlägt dann das Kaliber sowieso und bla 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 und das ist der Nachfolger davon und außerdem haben wir dies und das. Das interessiert mich ja weniger, ja. Also das ist dann schon so richtig abgenördet. Darauf habe ich keine Lust. Das ist schön, wenn Leute sich das alles merken können und so weiter. Ja, schön, ne? Aber wenn mir jemand sagt, oh ja, findest du das Kaliber sowieso besser als dieses Kaliber? Ja, vielleicht.
Ich habe zwar keine Ahnung, worüber du redest und wo das verbaut ist, aber ja. Natürlich. Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Ja. Okay. Gut, versuchen wir mal hier eine Flagge zu erobern. Aber ja, irgendwann wollte ich halt einfach, hat es halt angefangen, da wollte ich einfach mal eine Uhr tragen. Habe ich halt mal gesucht, was für Uhren gibt es, habe da eine gefunden, die ich ganz schön fand. Die hatte auch so einen Sichtboden, wo du halt reingucken konntest, Automatikwerk und so weiter und so fort. Fand ich ganz hübsch. Habe ich mir dann geholt und dann, dann werden halt natürlich einem immer mehr vorgeschlagen und so. Und dann kommt man da so rein in das Ganze und denkt sich, oh, ja, die ist ja nett und so weiter und so fort. Ja. Und seitdem habe ich ein paar in meiner Sammlung, aber merke halt auch, also ich will halt auch nicht so 50 Uhren besitzen oder so. Ja, das bringt dann auch nichts. Auch wenn es halt viele gibt, die ich schön finde. Und verkaufen möchte ich halt aber auch nicht, ne? Weil einerseits sind das halt so Uhren, die du höchstwahrscheinlich nicht so leicht verkauft bekommst. Oder wenn halt, musst du halt selber irgendwo online einstellen und dann weiß halt auch nicht, ob du dann halt da über den Tisch gezogen wirst, weil du halt dann an irgendjemand verkaufst, der dann halt sonst was sagt, keine Ahnung, Ware ist nicht angekommen oder irgendwie sowas oder ne, also da kann ja einiges schief laufen, wenn du sowas verkaufst. Und darauf habe ich halt auch keine Lust. Und außerdem, das sind halt Uhren, die haben alle so ein paar 100 Euro gekostet, also wie viel kriege ich dafür noch realistisch? Also deswegen lasse ich das halt lieber. Wie gesagt, bis auf meine absolute Lieblingsuhr. Die war dann ein bisschen hochwertiger, ja, und teurer, aber ja, da habe ich halt eigentlich auch keine Lust, das Ding abzugeben. Ne? Upsala. Also nur im äußersten Notfall, wenn man muss, warum auch immer. Aber ansonsten nicht. Naja, gut, das jedenfalls einfach mal so an dieser Stelle erwähnt. Ja, wir haben das Ding hier eigentlich verloren, ne? Aber ich bin auch durch mit meinem Thema, also insofern ist ganz gut, wenn das gleich vorbei ist. Das ist in Ordnung. So, damit kann ich leben. Ja, komm, wird nix. Tja, ansonsten, was habt ihr noch so für Sachen, die ihr interessant findet? Lasst es mich doch sehr gerne wissen. Bin immer gespannt. Okay, let's go. Okay, let's go. Ach ja. Ja, ich dachte, ich teile das einfach mal mit euch. Weil, ja, das ist halt so das, was mich jetzt in den letzten Tagen immer wieder so begleitet hat. Weil halt ständig hier und da und links und rechts und so weiter wirst du dann auf einmal mit solchen Sachen dann jedes Mal bombardiert und alles Mögliche, dann kriegst du an Videos vorgeschlagen, meine Meinung dazu, schlecht, gut und so weiter und so fort und ja. Aber okay, ich dachte, ich quatsch dann auch mal kurz darüber. Ja, weil über irgendwas muss man ja reden. Ne? So, Leute, das soll es dann aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass ihr euren Spaß hattet. Ich hatte meinen Spaß. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut oder auch besser. Rinja hauen. Ist ja klar.